Moin ihr Landratten und Seebären, herzlich willkommen hier aus Papenburg. Schön, dass ihr schon alle dabei seid. Ja, es ist ein bisschen schwer, genau zu erfahren, wann es hier losgehen soll. Es geisterten Uhrzeiten rum von 6 bis 9 Uhr. Alles war möglich. Letztendlich hat sich das alles irgendwo zwischen 8 Uhr und 8:30 Uhr manifestiert. Und es ist schon jede Menge los, also hier die ganzen VIP-Bereiche, kann ich euch gleich auch mal zeigen, da sind schon jede Menge Leute, hier läuft schon Musik und so weiter. Und deshalb dachte ich mir, starte ich einfach schon mal den Stream, bevor wir irgendwas verpassen. Aber ich glaube, bevor es richtig losgeht, also ihr könnt euch noch ganz in Ruhe ein Käffchen holen. Wenn ihr noch duschen wollt, das ist glaube ich auch noch drin. Also wir haben bestes Wetter hier in Papenburg, die Disney Destiny wird ausgedockt, Feuerwerker sind auch da. Da oben auf dem Dach, da wird auch irgendwo Feuerwerk installiert. Traditionellerweise gibt es ja so ein kleines Mini-Feuerwerk hier oben vom Dach. Und wenn wir Glück haben, nochmal vom Oberdeck der Disney Destiny, wenn die dann irgendwann draußen ist. Leider sieht man immer nicht so wahnsinnig viel bei Tageslicht, aber naja. Gestern Abend im Hotelzimmer wurde ich dann auch nochmal von Disney-Melodien, ja, ich will nicht sagen gestört, sondern beeindruckt. Die haben gestern die Hörner nochmal alle durchgetestet und das hörte ich im Hotel, was 3,5 Kilometer entfernt ist, obwohl das Dock komplett geschlossen war. Also ich hoffe, dass es hier auf jeden Fall auch jede Menge Horn-Action gibt. Ja, gut, so viel dazu. Ich würde sagen, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Stream. Ich habe richtig Bock. Und da liegt sie, die Disney Destiny. Natürlich jetzt noch im Dunkeln. Man kann aber schon mal den Spider-Man hinten am Heck erkennen. Ja, es ist auch einiges los, aber die meisten stehen doch tatsächlich weiter hinten, ne? Also ich bin hier so ein bisschen durch die Botanik gewandert, ruiniere mir gerade wieder ein paar Schuhe. Aber gut, so ist das halt, ne? So ist das halt. Ja, schön, dass ihr auch schon alle da seid. Steinkreuz lässt gleich mal einen Sub da. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. So, wen haben wir denn noch hier? Ah, Tanja ist natürlich da. Ohne Tanja geht gar nichts. Ja, Ute ist da. From Japan, Yusuke M. Welcome on board. Bose ist da. Marion Eierschaukel. Ja, Shetai, Doreen, Andi, unser Sattelschlepper ist da. Wen haben wir denn noch? J-Flair, Bibi Ocean, Jürgen, die Steffi, unsere Möwe, Stefan Schuster, Thomas, Melli, Andrea ist auch da, Chris, Aki ist da, hallo Aki, Ralf S., Uschi, Schnulli. Ja, ihr wisst das, ich kann nicht alle begrüßen, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch, da kann ich ganz in Ruhe ein bisschen Chat lesen. Ja, wir müssen mal gucken, ob Drohne nachher überhaupt möglich ist. Es sind sehr viele Leute hier. Ich bin da ja ein bisschen konservativ, ne? Wenn man hier irgendwo zum Deich rennen kann und da dann die Drohne starten lassen kann, das ist deutlich einfacher. Aber hier vorne, wo ich stehe, da muss man mal so ein bisschen gucken, ne? Es sind halt doch viele Leute. Also schauen wir einfach mal, was möglich ist nachher. Jetzt warten wir erstmal und gucken, was hier so passiert, ne? Da vorne seht ihr den Parkplatz. Unglaublich viele Wohnmobile. Also die haben hier gestern Abend schon gecampt. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier los ist. Also das ist ein Wahnsinnsereignis. Zelte hier für einen VIP-Bereich. Da an der Seite kann man natürlich auch sehr schön gucken, aber für mich ist das halt ein bisschen doof, weil da natürlich überall Zäune sind und ja, in die erste Reihe habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe aber auch ehrlich gesagt gar nicht angefragt. Vielleicht müsste ich tatsächlich einfach mal so ganz offiziell bei Meier anfragen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit, bis das nächste Schiff kommt. 2026 tut sich nämlich schiffsmäßig gar nichts hier auf der Meier Werft. Nach der Disney Destiny wird das nächste Schiff dann erst 2027 kommen. Ich weiß gar nicht, was die 2026 dann machen hier. Ja, bauen. Gestern war irgendwie Brennstart, gestern oder vorgestern für das nächste Disney-Schiff. Aber ja, wenn die halt gestern gestartet haben, dann brauchen die natürlich ein paar Tage, bis sie das Ding zusammengebrutzelt haben. Ja.
So, ach, Sandra ist da. Mein Hund und ich, Anzahlung für neue Schuhe. Ach, Sandra, du bist ja lieb. Du bist ja wirklich lieb, Mensch. 10 Franken. Werner Nowak lässt auch 2 Euro da. Moin, Werner. Stilgar, 14 Monate schon. Er sagt, er drückt die Daumen für eine stabile Leitung. Ja, ich auch. Aber eigentlich sieht das hier ganz gut aus, denn hier steht ein Mast direkt quasi hier am Parkplatz. Und wenn jetzt nicht noch 1000 andere Menschen auf die Idee kommen, dass sie hier vielleicht auch ein bisschen das Netz beanspruchen möchten wie ich, dann sollte das eigentlich klappen. So. So, ich will mal gerade schauen. Ich habe gestern Abend noch mal ein paar Kleinigkeiten zur Disney Destiny rausgesucht. Ist das neueste Schiff der sogenannten Wish-Klasse. Früher hieß die, glaube ich, Triton-Klasse. Wird am 20. November dann ihre Jungfernfahrt von Fort Lauderdale aus starten. Das Thema ist halt Heroes and Villains. Gestaltung zieht halt Inspiration auf die klassischen Disney, Pixar und vor allem auch Marvel-Geschichten. Deshalb auch der Spider-Man hinten am Heck. Ich finde Spider-Man ja wirklich ganz klasse. Also Spider-Man war so ein Held meiner Kindheit. Superman und Spider-Man, das waren so die fand ich ehrlich gesagt am besten. Ja, 340 Meter lang oder 341 Meter, 40 Meter Breite, hat eine Bruttoraumzahl von 144.000. Und es passen 4.000 Gäste und etwa 1.600 Crewmitglieder drauf. Ich habe mir das alles zusammengesucht. Wenn ich mal wieder falsch liege, was ja auch nicht so selten ist, dann dürft ihr mir gerne im Chat ein bisschen unter die Arme greifen. So. Bibi Ocean, 2 Euro für das Reinigen der Schuhe. Bibi, ganz lieben Dank. Seren haut gleich mal einen Sub raus an den Gentle Freak und an den Papa Bär. Und dann haut er noch mal 5 für die Community raus. Seren, du verrückter Vogel. Wo treibst du dich denn eigentlich wieder rum? Indien oder von wo guckst du zu? An Brockenralf haut er noch einen raus. Und an Regio. Mensch, Seren heute in Spendierlaune auf Twitch, wa? Der Sattelschlepper Andi, 5 Schweizer Franken, auch für ein paar Gummistiefel. Ja, ich habe ja Gummistiefel, aber ihr wisst ja, wie das mit dem tollen Equipment ist, ne? Es bringt alles nichts, wenn ihr es nicht mitnehmt. Ja, man muss es einfach mitnehmen, ansonsten funktioniert das nicht. Und Manuela lässt auch noch mal 2 Euro da. Manuela, ganz, ganz lieben Dank. Ja, das Schiff wird ausgedockt und kommt dann an den sogenannten Ausrüstungskai. Das sehen wir hier. Dann kommen Schornsteine drauf. Das wird eventuell auch noch heute passieren. Die liegen da schon. Ja, das ist halt hier quasi. Ach, Seren ist in Mexiko. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie spät haben wir es denn da? Es muss doch mitten in der Nacht sein oder früh morgens, ne? Da kommt das Schiff auf jeden Fall hin. So, und jetzt sehen meine müden Augen hier auch die ersten Schlepper kommen. Das müsste der Gruno sein, auch ein alter Bekannter, hier in Papenburg. Ja, das kann sein, dass das dann schon bald losgeht. Der Hype Train fährt schon wieder ab auf Twitch. Hype Train, einfach lustig. Leon, vielen, vielen Dank für schöne Bilder. 5 Euro einmal, danke. Und Schokos, danke für deinen Prime-Sub. Herzlichen Dank dafür. Dijo, 17 Monate schon dabei, auf der Speicherstadt. Ein schönes Wochenende uns allen, vor allem Paddy und Team. Schön, dass man einen Stream hat zum Kaffee. Ja. Ihr habt einen Stream, ihr habt Kaffee. Ich mache den Stream ohne Kaffee. Oh, 0:12 Uhr gerade bei Seren. Ja, Nachteule, wo? Lichtmäßig wird es eine kleine Herausforderung, denn die Sonne, die geht auf der linken Seite auf. Das heißt, ich habe hier leider ein bisschen mit Gegenlicht zu kämpfen, aber es ist, ja,
Wenn ich mich da hinten hinstellen würde, wo man mit dem Licht filmt, da ist man dann doch sehr weit weg. Ne? Und da kriegt man vom eigentlichen Ausdocken nichts mit. Und meine Hoffnung ist natürlich, ein klein bisschen Feuerwerk sehen zu können. Ronny lässt 10 € da. Er sagt, wenn da bloß ein Funkmast steht, dann ist, wenn das Schiff rausfährt, im Netz Einbruch vorprogrammiert. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ihr kennt das ja, ne? Kein Stream ohne Bildstörung. Aber vom Winkel her würde ich sagen, stehe ich eigentlich ganz gut. Also wenn das Schiff zwischen Funkmast und mir fahren möchte, dann würde ich sagen, ist es auf Kollisionskurs mit der Kaimauer. Malte ist da, unser Kanalsteuerer. Dankeschön. So, M. Simpson hat noch einen kleinen Nachtrag. Maschinenleistung 63.000 kW. Das sind etwas über 85.000 PS. Höchstgeschwindigkeit 24 Knoten, was umgerechnet so roundabout 44 km/h sind. Und der Antrieb natürlich mit LNG. Ja, heute wird kein Schiff mehr gebaut, was mit klassischem Schweröl oder Marinediesel fährt. Also wenn, dann haben die alle Dualantrieb, können alternativ dann auch mit Marinediesel befahren werden. Aber eigentlich ist LNG mittlerweile hier der Standard. Bibi hat gleich mal gecheckt, ob wir einen Sensorfleck haben. Ja, ach, das Thema Sensorflecken, ihr seid echt lustig. Lasi, ich danke dir für deinen Prime-Sub, herzlichen Dank. Und Boogie Boo haut auf Twitch auch gleich mal ein 5er-Pack Subs raus, ganz dickes Dankeschön dafür. Schnulli, 12 Monate, 1 Jahr, unser Taschengeld ist auch da. Herzlichen Dank, mein Lieber. Knie is watching from Australia. Welcome on board. So if you have any English viewer on board, welcome everybody. The stream itself is in German. My English is so la la, we will say, as Germans. But feel free to chat in English. We have a lot of English-speaking visitors, and I think most of them are very kindful and help out with some English comments. But don't ask me to do a complete live stream in English. Hansi ist da mit 2,49. Guten Morgen, mein Lieber. Riley Salt from Australia, treasure your destiny. A lot of international users. So maybe the international viewers can raise their hand and write a short welcome into the chat. Das ist aber doch auch ein schöner Schlepper, der Gruno, oder? Ratatazong, ich danke dir für 100 Bits mit einem Dankeschön für die Streams. Sehr gerne. We have Jen from California. We have Sylvia from Canada. Yeah, good night. What time is it at Canada? Must be around midnight, I think. UK is watching. Und Seren, Seren, unser Kanalsponsor. Ich danke dir nochmal für eine 10er-Bombe. Danke, danke, danke. Andi haut nochmal einen Frühstücksbonus raus. 5 Euro, Dankeschön. Danke, Andi. Ohana Group from Australia. Kerry, welcome. Big Cano, Laurie, good morning or good evening.
And Wuppertal is on board. Welcome, Wupperflyer. Oh, das ist ja Deutsch, oder? Freibier. Nein, ich bin aus Hamburg extra eingereist, aber gestern Abend schon. Ne? Gestern, das war auch eine Vollpsychose. Ne? 4 Stunden Fahrt von Hamburg bis nach Papenburg. Totale Vollkatastrophe. Echt durch Bremen. Leute. Texas. 1:17 a.m. in Texas. British Columbia. Also 1:17. We don't have that very often. So much international viewers. 4:18 p.m. in Australia. Moni schickt 5 Euro Superchat. Vielen Dank. Und Florian, 23 Monate dabei, schreibt, ein kompletter Livestream in Englisch wäre was für die 100k Challenge. Ich habe das schon mal überlegt, ja. Aber ganz ehrlich, der Großteil unseres Publikums ist in Deutsch. Es ist unheimlich schwierig, jetzt dann auf Englisch zu switchen oder zu versuchen, englisches Publikum regelmäßig anzusprechen. Das kann man mal so ein bisschen einstreuen bei so einem Special hier, das Disney-Schiff. Aber die Hauptsprache des Kanals, die wird schon Deutsch bleiben, da macht euch mal keine Sorgen. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir auch mal so ein bisschen internationale Aufmerksamkeit bekommen. NabenXD, danke dir für dein Prime-Sub. So, Bruno ist auf dem Weg in das Baudock, ist übrigens das größte überdachte Baudock der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tony also on board. Hello Tony from Washougal in the state of Washington. One of our regular English viewers. Holgi schreibt, er steht direkt am Werfttor und guckt Hamburg Hafen live. Ja, man ist natürlich da vorne schön nah dran, kriegt halt so einen ersten Blick auch auf das Schiff, aber die Mobilität von meinem Setup ist ja überschaubar. Das heißt, mal eben umziehen und hier durch die Gegend laufen, das geht nicht. Die halt Fotos machen, für die ist das super. Die können halt hier rumlaufen, die können natürlich mal einen langen Arm machen, über den Zaun fotografieren. Also fotomäßig ist da natürlich noch einiges mehr drin als beim Livestream. Aber live ist halt live, ne? Live ist live, so ist das. Van Hindenfan fragt, welchen Chat ich hier lese. Also wir senden ja auf Twitch und auf YouTube und ich habe hier einen kombinierten Chat. Ich lese beides. Allerdings kann ich nicht jeden Eintrag lesen. Ja? Also da habt ihr aber, denke ich, Verständnis für, wenn hier irgendwann, jetzt sind die Zuschauerzahlen schon über 2000, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, auf jeden Kommentar einzugehen. Aber ihr seid das ja gewohnt, dass ihr mit euch selber spielen müsst. Lama Jana, ich danke dir für 500 Bits. Herzlichen Dank. Und moin, mein Lieber. Und Earl Out of Time, 100 Bits nochmal. Dankeschön. Ja, Music and Cat Lover, es sind in der Tat sehr viele Zuschauer hier drumherum. Viele natürlich weiter hinten, weil nicht alle hier durch die Botanik gehen. Also hier mit Disteln und Dornen. Ja.
machst das schon zig Jahre, da gab es wieder. Ist das jetzt für YouTube oder? Ja, also für meine private. Ah, okay. Harika lässt Prime Sub da. Danke für 11 Monate auf Twitch. Dankeschön. Jürgen schickt 2 Euro Superchat Anzahlung für einen Akkufreischneider. Ja, das wäre auch noch was. Andi, danke nochmal für 5 Franken. Hat der Schlepper kein Navi, findet er seinen Platz nicht? Naja, ich denke, die wissen schon, was sie tun. Kuxi aus Kassel, 2 Euro Superchat, vielen Dank dafür. Und Annette spendiert das Spaghetti-Eis. Danke, danke. Ja, eine Drohne fliegt hier rum, das ist eine offizielle von Disney, die darf hier auch über den Werfthafen fliegen. Für die haben sie leider hier auch einen sehr großen Bereich abgesperrt. Da musste ich eben vorm Stream noch mal ein bisschen umziehen. Aber ja, wie gesagt, ob ich jetzt mit der Drohne nachher fliege, das glaube ich noch nicht. Dafür sind mir hier einfach zu viele Menschen und das ist dann einfach alles ein bisschen stressig. Da muss man auch so ein klein bisschen Blick auf die Sicherheit haben. Jamaika ist on board. Welcome. Stefan Rode, ich danke dir für 2,49, mein Lieber. Ob ich bei der Überführung auch am Start bin? Also ja, versuche ich natürlich. Ne? Das versuche ich natürlich. Ihr wisst das, ich verspreche immer nichts, aber ich versuche natürlich, die Überführung dann auch zu streamen. Habe ich ja jetzt, glaube ich, auch schon 3 oder 4 Überführungen habe ich schon mitgemacht. Bitte? Streamst du vor? Ja. Sabrina, das ganz genaue Datum für die Überführung ist noch nicht bekannt. Es geisterte irgendwie der 18.09. mal ein bisschen durch den Raum. Also es wird wohl, denke ich mal, zwischen Mitte und Ende September sein. Sandra, der Unterschied zwischen Ausdockung und Überführung ist ganz einfach. Ausdockung ist heute, da wird das Schiff jetzt einfach nur aus der Halle geholt und kommt dann links an den sogenannten Ausrüstungspier. Da werden dann noch weitere Arbeiten gemacht, was in der Halle nicht geht. Also Schornstein kommt zum Beispiel drauf. Keine Ahnung, ich glaube Rettungsboote, ich weiß gar nicht, ob die Rettungsboote schon dran sind. Also gibt's halt noch, wird halt noch so circa einen Monat dann hier am Ausrüstungspier fertiggestellt. Und dann, ja, dann findet die Überführung statt. Dann muss sie halt raus über die Ems. Ja, Bitcoin ist da. Endlich mal kein Nebel beim Ausdocken. Moin, Hamburg Hafen Live. Moin. Hier kommen nochmal 5 Euro für einen Kaffee per PayPal. Anonym, Dankeschön. Tony Roberts, 9,99. Dollars, not Euro. Thank you, Tony.
Ja, heute haben wir ja quasi den First View, also das heißt wirklich den ersten Blick auf das Schiff. Es wird das erste Mal wirklich in voller Größe zu sehen sein. Also es ist schon ein besonderer Moment. Ne? Es wird hier auch ein bisschen zelebriert. Es sind viele geladene Gäste da. Da hinten ist ganz viel mit Catering und Musik und so aufgebaut. Nee, noch passiert nicht viel, aber Schlepper positioniert sich schon mal. Also es hieß ja mal 8:30 Uhr, aber Uhrzeiten sind auch nur Schall und Rauch in Papenburg. Tanja ist nicht mit? Nein, Tanja ist zu Hause, die hält die Stellung mit den Hunden. Paul ist auch da. Moin, Shipspotter Paul. Ja, und man sieht auch am Heck schon den Spider-Man. Ich glaube, der ist ganz schön groß, sieht aber hier jetzt an dem Schiff natürlich dann nicht so riesig aus. Ein Teleobjektiv kriegt ein kleines dran und die Linda-Sensor nee, so einen ganz kleinen Netz-Teleobjektiv. Kann mir das auch noch vorstellen. Knie is asking if the ship is moving. I'm not sure. Usually you can see it better because you have bigger monitors or displays. Wie gesagt, ich habe meine Mini 4 auch ganz normal bezahlt. So. Ich will es nicht beschreien, aber Technik scheint heute mal mitzuspielen. Ich kenne einen hier aus dem Farben. Gibt ja sogar extra Funkkosten. Ja. 13 Meter steht hier mit Leiter von Shades of Shay. I'll be working on this ship. Oh wow. So what's your job on board? Manuela grüßt aus Salzgitter. Manuela, ich danke dir vielmals. Wie viele Schlepper für die Aktion benötigt werden? Ja, ich glaube gar nicht so viel. Also ich glaube, einer ist vorne am Bug und einer hinten. Also so wahnsinnig viel brauchen die dafür gar nicht, ne? Also um das Schiff in Bewegung zu setzen. Es geht ja eh super langsam. Also es geht so langsam hier raus. Das dauert schon alles ein bisschen. Sag mal, du weißt das, drinnen ist auch ein Schlepper am Bug, ne? Nein? Nicht? Nur der eine jetzt. Und die werden aber wahrscheinlich drin, gibt es irgendwas, wo sie das nochmal in Position halten? Haben die nochmal Leinen im Dock oder? Die
Maschinen laufen, die fährt ja mit. Ach so, die fährt mit, die Maschine. Ah, okay, ah ja. Also das Schiff, danke für die Info, das Schiff fährt mit, ne? Also die Maschinen laufen. Das heißt, die Antriebe, die werden das Schiff mit aus dem Dock manövrieren. Und der Schlepper ist natürlich in erster Linie dazu da, um so ein bisschen mitzuhelfen und zu unterstützen. Ja, und dann kommen gleich natürlich zum Anlegen, also wenn es dann an den Ausrüstungspier hier geht, dann kommen nochmal Schlepper zur Hilfe. Wird die wohl umgedreht oder? Die wird nicht umgedreht, nein, nein, die wird mit dem Bug nach vorne, also die einfach raus und dann links an die Seite. Links an die Seite? Links, also da vorne, da sieht man ja auch die Schornsteine. Ja, also ich kann das auch noch mal hier für die Zuschauer zeigen. Das Schiff kommt hier an diesen sogenannten Ausrüstungspier und da liegen Schornsteine. Das passt wohl von der Höhe her nicht. Seit wann bist du hier? Ich bin seit 6:30 hier. 6:30? Ja. Noch eher aufgestellt. Ja. Tobi, also ich gehe davon aus, dass wir ein Feuerwerk haben, denn oben auf dem Dach, da stehen einige Leute, die haben natürlich einen sehr geilen Blick. So. Und die sind normalerweise für Feuerwerk zuständig. Aber so üppig ist es meistens nicht. Einfach so ein kleiner Willkommensgruß. Ach, Kirsten ist ja auch da. Mensch, Kirsten, moin meine Liebe. Schön, dass du da bist. Jetzt ist die Ehefrau von Ben, ne? Ja. Ja, man hört auch in der Ferne ordentlich Musik. Freibier, richtig, da liegen eine ganze Menge Schornsteine, wobei, glaube ich, einige sind nur zur Zierde. Ne? Also das Schiff hat ja 2 große rote Schornsteine, also so Schornsteinverkleidungen. Und nur einer davon ist bei dieser Schiffsklasse echt, also wirklich als Schornstein. Der andere ist zur Zierde, ich glaube, das ist der vordere und da ist eine mega Luxus-Suite drin. Also ich glaube, das ist der vordere dann. Ja, da kann man dann sich im Schornstein einnisten. Keine Ahnung, was das kostet. Wahrscheinlich 20.000 € für die Woche oder für den Tag. Version is greeting from California. Really appreciate you doing this live stream. Welcome on board. We are crazy international today. Wow. Amerikanisches Schiff. Yeah. And we have French visitors here live here in Papenburg from France. Sven grüßt aus Fuhlsbüttel. Moin Sven, mein Lieber. Ich danke dir für 5 €. Danke, danke. Oh, Shades of Sea, of Shay. I will be 2-stripe officer in the hotel department. Yeah. I really like the Disney ships. Maybe sometime I'll do a trip to Florida and make a Disney cruise.
Ihr habt das sicherlich im Blick, sobald sich da was bewegt, aber ich denke, so lange kann das nicht mehr dauern. Honda, danke für die Rückmeldung. Bild und Ton okay. Ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen am Bubendei-Ufer etwas Probleme und mittlerweile scheinen wir das Problem etwas eingekreist zu haben. Es scheint tatsächlich ein Standortproblem zu sein, dass wir da am Bubendei-Ufer zumindest in der letzten Woche ein bisschen Probleme hatten, weil hier in Papenburg läuft das Netz jetzt doch sehr, sehr gut. Nein, Nibe, ich bin gestern Abend schon gefahren. 4 Stunden. Totale Vollkatastrophe in Bremen. Mit Stau und allem drum und dran. Arik, thanks for your donation. $1. Ja, 4 Stunden. Also ist echt. Also da Bremen ist irgendwie gerade. Ganz Bremen A1 ist, glaube ich, momentan eine totale Psychose. Da ist ich glaube A1, irgendwas wird da gebaut oder so. Ja. Und morgen von Dortmund 2 Stunden gebraucht. Ja. Entspannt. Kirsten is asking all international viewers, please show your hand to see how international we are. Or maybe you can just post some flags, an emoji flag from where you are. Nibe, herzlich willkommen an Bord. Danke für die Speicherstadt-Mitgliedschaft. Janni fragt nochmal, wie lang ist das Schiff und wie viele Decks? Also es ist 341 Meter lang, 40 Meter breit. Die Anzahl der Decks kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Da müsste der Chat jetzt mal aushelfen. Das müsstet ihr vielleicht einmal gerade googeln. Das wäre ganz lieb. Of course, we have German flags. We have US flags. We have, what's that, Italy? Chicago, Illinois. Scotland. Wow. Jörg, ich danke dir für 2 Franken für unsere Devisenkasse. Schweizer Franken nehmen wir ja immer ganz besonders gerne. Laurie, no. Unfortunately, I will not be on board for the maiden voyage. Unfortunately not. I think maiden voyage is in November, starting in Fort Lauderdale. I think, what's on the route? Bahamas, I think Nassau, Bahamas is on the route. Maybe you can help me out. I think it's a 4-day voyage, the maiden voyage. Van Hinnen, the Disney cruise ship has 15 passenger decks. These decks are numbered 1 through 15 with some dedicated to specific features like staterooms, dining pools and entertainment. Thanks for the information. Sandra, danke dir für 10 Monate bei uns an Bord. Decks 1 to 10 primarily feature stateroom. Deck 11 includes stateroom pools and dining venues like Marceline Market and Mickey and Friends Festival of Foods. Deck 12 features staterooms, pools and entertainment spaces like the Hideaway and Vibe. Deck 13 includes staterooms, the Aquamouse and other entertainment options. Deck 14 features a Tomorrow Tower Suite and concierge level accommodation. Deck 15 features the Tomorrow Tower Suite. Ja, Tomorrow Tower Suite, das müsste die Suite im Schornstein sein, also zumindest vom Namen her.
klingt das so. Also das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz abgefahren. So, hier winken sie rüber. Wer winkt, wird gefilmt. Da stehen sie in den Büschen. Ja, nee, sind auch Fotografen, die trifft man hier immer wieder. Also das ist ja auch ganz schön. Ja, wenn man öfter hier ist, dann trifft man immer die gleichen. Ne? Das ist schon ganz toll. Ne? Yves, ich danke dir vielmals. 5 Monate auf der Reeperbahn, coole Bilder. Und Küstendance mit einem Prime-Sub neu an Bord. Genauso wie Andrea Bohle auf YouTube, Fischmarkt-Mitglied. Danke, danke. Meyerwerf durfte ja keine Bilder von der eigenen Webcam zeigen in der Halle. Also Nee, also die Disney ist da ein bisschen eigen, was Bilder vorab angeht. Wolwig, 5 Euro Super Chat, we are going international. Dankeschön. And Rebecca is from Arlington, TN. What is TN? Is that Tennessee? Help me out a little bit. Thanks for $2, $2. Shades of Shay, also $2. Thanks a lot. I think this could be the most international stream I've ever done. Sorry for my English. und die sind alle früh aufgestanden. Ah, Seren eskaliert schon wieder völlig hier. 10 Subs nochmal. Aus Mexiko. Ja, Bausi hat es auch nochmal rausgesucht. Kurzreisen ab 1500 Euro. Also Disney ist definitiv am oberen Preisende der Skala. Das ist kein günstiges Vergnügen, damit zu fahren. Also sehr natürlich auf den amerikanischen Markt ausgelegt. Disney ist sehr familienfreundliches Schiff, also natürlich sehr, sehr viel Familien, Kinder an Bord. Aber rein vom Thema her hätte ich da schon Bock drauf. Thema ist, was war das? Heroes and Villains von Marvel, Disney, wer gehört da noch zu? Ach, habe ich schon wieder vergessen. Jen sagt, mein Englisch wird jedes Mal besser. Ja, mein größtes Problem sind eigentlich Vokabeln. Wenn du nicht regelmäßig sprichst Englisch, dann fehlen dir einfach die Wörter. Ne? Du willst was sagen und dir fällt dann die Übersetzung nicht ein. Das ist halt einfach etwas, wo man einfach regelmäßig sprechen müsste, aber das habe ich halt nicht. Ne? Miss TXZ, a lot of the Disney Cruise Line fan pages on Facebook shared about your live stream. That's how I learned about it. Oh, thank you. Mein Hund und ich, die liebe Sandra, haut auch nochmal einen 5er-Pack an Mitgliedschaften raus. Dankeschön. Und Laurie Montgomery, $2 US. Thanks a lot. Italian Striker, 2 Euro mit einem Moin nach Hamburg. Wir sind aber heute in Papenburg. Trotzdem danke, danke. Hamburg natürlich unsere Hauptbasis. So, holen die denn jetzt vielleicht doch noch einen zweiten Schlepper? Weil der Gruno, der ist ja da ganz an der Seite. Und der Gruno 4, hier kommt glaube ich, was ist das, Gruno 5? Lorry again, $5. Thanks a lot.
Petra ist auch da, lässt 5 € an Trinkgeld da. Petra, ich danke dir vielmals. And from Leon, 5 gifted memberships for this crazy international stream. 3,700 viewers together on Twitch and YouTube. Danke. Ihr seid echt krass. Ihr seid echt krass, Leute. Aber es macht auch Spaß. Es macht echt Spaß. Katrin sagt heute mal die Gelegenheit für die 50k Challenge. Ja. Da könnte ich noch mal etwas Werbung für machen. Wir haben gesagt, wenn wir bis zum 15.09. die 50.000 Abonnenten voll haben, dann werden Ben und ich auf der Jan-Fedder-Promenade für Elas Koban gehen. Koban bedeutet für Fahrgäste anzuwerben, also die Leute anschnacken und sie davon überzeugen, dass sie unbedingt eine Hafenrundfahrt machen müssen. Falki, ich kann dir nicht sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein Membership-Gift bekommst. Die Mitgliedschaften werden per Zufallsgenerator verteilt. Ne? Komischerweise gibt es Leute, die irgendwie schon 7 oder 8 Mal beschenkt wurden. Und dann gibt es andere, die bisher noch gar kein Geschenk bekommen haben. Man muss das aber auch freigeben. Also man muss auf YouTube irgendwo ein Häkchen setzen und muss sagen, was wollte ich sagen? Man lässt das zu. Also man muss da quasi sein Einverständnis geben. Trotzdem kommt es einem vor, als wäre das sehr, sehr willkürlich, wie die Mitgliedschaften verschenkt werden. Manche Leute kennen sie überhaupt nicht, das sind nie im Chat gesehen. Ja, aber du, auf der anderen Seite, 1,99 geht's los. Ne? Also wer den Kanal unterstützen will, also... Katrin, in English, please. Die 50k Challenge auf Englisch, ach, das macht doch keinen Sinn. Unsere internationalen Zuschauer kann ich auch verstehen, wenn die nur punktuell da sind und den Kanal dann nicht regelmäßig verfolgen. Außer Toni. Leon, ganz, ganz lieben Dank. 5 € ist nur krass dank meiner sensationellen Bilder. Das ist lieb. Michael aus Düsseldorf, auch nochmal 10 € per PayPal mit einem Dankeschön für die tollen Bilder. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Ja, und heute auch das erste Mal in 4K 60 Bilder pro Sekunde, UHD, Ultra HD, live aus der Provinzwerft Papenburg. Claudia ist da und schreibt, sie macht heute ordentlich Werbung für Hamburg Hafen Live. Claudia, meine Liebe, schön, dass du da bist. Oh, Wolvik hilft aus auf Englisch. When we reach 50,000 subscribers, me and my friend Ben will recruit people in Hamburg for a harbor tour. Live, ja. Laurie, we don't talk about Gruno, yeah. Gruno. We have different Grunos here. Grunos are the tugboats. I don't know exactly how much Grunos we have. I've seen Gruno 4, Gruno 5. Gibt es so viele Gruno? Gibt es noch Gruno 1, 2? Gibt es die auch alle noch? Oder sind das alte, die es vielleicht nicht mehr gibt? Weiß das jemand von euch? Ja. So I actually don't know if all Grunos still exist. Gruno 1, 2. I'm not sure if I've ever seen Gruno 1 and 2. Ja, Peter sitzt auf dem Rennrad und grüßt. Guck den Stream nebenbei, du, dann fahr nicht gegen die Wand irgendwo.
Danke für 16 Monate. Und der Lego Pescher, schon ein Jahr dabei. Herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Ja, Bumi, weiß man schon, um wie viel Uhr das Ausdocken beginnt? Das ist halt leider etwas, was man nie so 100%ig weiß. Ne? Die Meyer-Werft hält sich da immer bedeckt. Eigentlich sollte es, also es hieß mal 9 Uhr, dann hieß es mal 6 Uhr, dann hieß es mal 7 Uhr, 8:30 Uhr geisterte durch die Gegend. Ich denke mal, dass es jeden Moment losgeht. So ewig lange kann das eigentlich nicht mehr dauern. Oh, Knie is saying I love the German live stream, different from the normal for me. I hope at least you get a few German words. Ja, Andi, ich weiß gar nicht, ob der NDR überhaupt was macht. Also früher hat der NDR ja regelmäßig gestreamt. Ich weiß gar nicht, ob die heute auch irgendwo sind. Vorne stand ihm, aber kein Livestream, oder? Also die werden wahrscheinlich, also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, beim NDR schon Berichterstattung sein. Also in die Presse und auf YouTube wird es das auf jeden Fall schaffen. Ja. Michaela hat entdeckt, dass die Leine los ist. Ja, das ist echt gut, dass ihr da ein bisschen besser... Ah, jetzt sehe ich es aber auch. Auf der rechten Seite die eine Leine ist los. Okay, Countdown. Maschine läuft und Sabine schickt nochmal 2,49 für einen super Frühstücksstream. Dankeschön. Katrin, die Drohne, ich weiß nicht, ob ich die starten lasse. Es sind hier so viele Leute, ich habe so viel zu tun mit dem Stream. Also ich habe sie mit, aber ich weiß nicht, ob ich die nachher noch steigen lasse. Also wenn die ganz oben ist, hörst du sie nicht mehr. Hey Chris, ja, das ist ein ganz neues Schiff und das erblickt jetzt zum ersten Mal das Licht der Welt. Kommt jetzt ganz frisch aus dem Baudock. Ist ja das größte überdachte Baudock der Welt, habe ich mal gehört. Oder Europa? Auf jeden Fall ist es verdammt groß. Ja, irgendwas haben die da an Wasser drauf gespritzt. Vielleicht sind da irgendwo noch ein paar Flecken. Es geht los. Manchmal laufen hier auch Disney-Figuren rum. Vielleicht läuft Minnie Maus nachher hier wieder an der Pier rum. Annette, danke für den Kaffee. 5 Euro. Danke, danke.
Ja, Chris, ich gebe dir recht, das ist echt toll, dass sowas in Deutschland gebaut wird. Und Disney ist ja echt Großkunde für die Meyer-Werft. Ich glaube, 3 Schiffe sind noch in der Pipeline. Das ist schon echt toll. Ist natürlich ein echtes Problem mit der Ems-Überführung. Aber dass halt solche Schiffe hier gebaut werden, das spricht halt auch für Qualität. Ja, also Disney, glaube ich, ist schon ein Kunde, der wirklich absolute Top-Qualität möchte. Und deshalb kann man da schon stolz drauf sein. Ich glaube, die ganze Region hier, ganz Papenburg, ist natürlich auch von der Werft wirtschaftlich abhängig. Haben wir denn schon Bewegung gesehen oder? Nee, Tobi, wann die getauft wird, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Jungfernfahrt im November ist, ab Fort Lauderdale. Ob sie da auch getauft wird, kann ich dir nicht sagen. Sie bewegt sich. Kommt aus. Ist Bewegung drin? Ja. Oder die Lampen wackeln oben. Septo, ich weiß gar nicht genau, wie lange die Bauzeit ist, aber ich glaube, die bauen da schon immer so 1 bis so 1,5 Jahre ungefähr, bauen die da schon dran rum. Laura Sutton from Texas, but now watching from Hamburg Airport, our home base. Torben ist da. Moin, Torben. Hallo. Torben, darf ich dir ein Mikro geben? Wenn es sein muss. Ja, natürlich muss das sein. Hast auch hier ein Magnet, ne? Dann kannst du es. Das musst nur aufpassen, dass du seitlich den Knopf nicht drückst. Pass auf, ich hoffe. So. Oh nein. Ja. Hallo, Torben ist auch da. Moin zusammen, Torben, unser Schiffsmechaniker und Beauty. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ist irgendwie immer ein geiler Moment, oder? Ja, heute ist was los. Ist irgendwas Besonderes? Also das ist aber auch echt so ein Happening hier. Also wahnsinnig viele Wohnmobile. Ganz viele, die hier schon seit Tagen am Campen sind. Oh, was so ein Schiff kostet, ich kann es euch gar nicht sagen. Ein paar Millionchen. Ja, es könnte sein, dass das schon in die Milliarde geht, ne? Also ich glaube, hat die AIDA Nova nicht knapp 1 Milliarde gekostet? Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Sorry, aber da bin ich echt... Irgendjemand im Chat wird es wissen. Also ich weiß, dass der Preis von der Mein Schiff 4 ungefähr bei 680 Millionen war. Da ist aber auch eine Billigreederei, ne? Ja, genau. Guck mal, ganz viele Grüße für Torben. Ganz liebe Grüße zurück. Frisur sitzt, ja. Muss man wieder zum Friseur. Nee, das sieht nicht so irgendwie. Das ist nicht nur so, das ist. Ja, das ist so. Der bewegt sich. Ja, finde ich auch. Aber ich habe ja gesagt, es dauert ja eine halbe Stunde, bis er so ein Rottweiler ist. Ja, komm. Peter, kannst du wegdrücken? Das kannst du wegklicken, die Werbung unten für unser Merchandising.
Das sieht bei der Disney ja lustig aus. Das sieht aus, als ob sie bei der Reiderlandstraße jetzt parken. Ach, guck mal hier, CJ weiß es. Baukosten für AIDA Nova waren 950 Millionen Dollar. Ja, mir war so, dass die knapp an der Milliarde gekratzt hat. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Disney, Auch so um den Dreh. ja, vielleicht reißen die sogar die Milliarde. Ja, die kommt. Aber Disney ist bestimmt auch ein harter Verhandlungspartner bei den Aufträgen, die hier platziert haben. Oh, Nerobo sagt ca. 900 Millionen US-Dollar. Okay. Okay, 900 Millionen. Schade, dass er vorne nicht mehr stehen kann, weil sie direkt vom Doktor gleich ist. Das ist auch noch ein schönes Bild gewesen. Nathan, es geht los. Das geht nur halt leider sehr, sehr langsam hier. Ja, also so ein Schiff hier aus der Halle zu ziehen, das ist schon, ja, man könnte sagen, Zentimeterarbeit. Ja, letztes Mal konntest du da ja bei der Tür noch schön stehen. Sandra, schau mal, da müsste oben im Chat so ein Link angepinnt sein. Da findest du auch dann den PayPal-Link. Ja, guck. Mein Schiff 7, sagt jetzt jemand 750 Millionen. Ja, das haut hin. Aladdin halt jetzt. Stefan, wir haben nachbestellt, die mit den 2 Ösen. Ich denke mal Ende nächster Woche. $4,700 viewers together on Twitch and YouTube, and we are crazy international today. Welcome from all over the world to Papenburg. Ja, jetzt sieht man aber, ne, das Licht wird besser, man kann langsam, also man merkt, dass sie so langsam Tageslicht abbekommt. Und schiebt sich so langsam aus dem Dock raus. Ich glaube, die Spider-Bots meine ich heißen. Jupiter Lemonade, one of our regular international viewers. Jupiter, today our chat is full of English viewers or English-speaking viewers. So feel free to help our new visitors from all over the world in the chat. Sabrina schickt auch nochmal 5 Euro. Vielen Dank, meine Liebe. Da ist Spider-Man. Ah, ich liebe ihn. Cool wäre das, wenn aus dem Spider-Man die Achterleinen kommen würden. Oder eine Achterleine aus dem Spider-Man raus. Das hätte was. Und dann aber auch so beim Anlegen so. Gibt doch auch, zum Beispiel auf den Schleppern gibt es doch so pneumatische Abschussvorrichtungen für Leinen. Also ich weiß, die Nordic hat sowas. Haben wir auch an Bord auf unseren Schiffen. Ach so, habt für ihr auch? Die Wurfleinen. Ja, also wenn es mal ein bisschen weitergehen muss. Das macht bestimmt Spaß, oder? Ja, das Durftest du mal? Nein, Noch nicht. nur der Bootsmann. Das lässt der sich auch nicht nehmen, ne? Das kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Nein, das kommt nicht oft vor.
Da darfst du nicht. Dann geht das Ganze doch da. Sandra schickt auch nochmal 5 Euro für einen Kaffee. Sandra, danke, danke. Laura schreibt, steht hinter mir. Laura. Wer ist Laura? Oh, hinter uns stehen richtig viele Leute. Sag mal, weiß irgendjemand von euch, wann die ungefähr das erste Feuerwerk zünden? Sobald sie halb draußen ist. Wenn sie halb Drittel draußen ist. Drittel draußen, weil dann muss ich unbedingt auf die Weitwinkelkamera schalten. Du siehst das, wenn die da oben aktiv werden auf dem Dach. Okay, ich hoffe, ihr habt da alle ein Auge mit drauf, weil Ja, ich hoffe, dass ich die, weil ich bin Weltmeister im Momente verpassen. Jordan, welcome on board and greetings to Canada. Die Lips sind noch den Sekt. War die schöne Größe von Dennis. Ach, danke. Liebe Grüße zurück. Ich bin froh, dass sie noch eine Entenlage hat. Sie was etwas kriegen. Ich habe sogar die Abfahrt noch aufgekriegt. Das war zu spannend. Ralf sagt, so riesig ist der Spider-Man jetzt auch nicht. Ja, also ich glaube, der ist, wenn du davor stehst, ist der schon groß. Also der hat bestimmt 3 bis 4 Meter oder so. Aber der sieht natürlich hinten auf dem Heck schon etwas klein aus. Ich glaube, richtig toll sieht der aus, wenn man so ein bisschen von der Seite drauf guckt. Denn dann steht er natürlich so ein bisschen hervor. Ich kann hier nirgendwo starten. Das ist so viel Hürde. Wenn der hier gelaufen möchte, ich warte erstmal. Die ist ja noch nicht ganz draußen. Ein bisschen drauf zu machen. Nochmal 5 Euro per PayPal, anonym. Danke, danke. Und Kerstin schickt auch nochmal 5 Euro Superchat. Dankeschön. Sag mal, was hört ihr da eigentlich die ganze Zeit auf Englisch? Das sind die mit der Drohne. Ach so, die mit der Drohne sind das. Ah, okay. Ach, die sind von Disney irgendwie, ne? Ja, ja. Die uns da vertrieben haben. Mit der Mini-Drohne. Mit Na hier, das kommt aus Auto. Daniela fragt, warum ich mich immer so schlecht mache. Ich mache das perfekt. Daniela, das nennt man Fishing for Compliments. Immer wenn ich mich klein mache, dann warte ich darauf, dass ihr sagt, du machst das doch gut. Ah, shit, schon wieder durchschaut. Eigentlich finde ich nämlich auch, dass ich das ganz schön gut mache. Sandra, Dankeschön. Nochmal 5 verschenkte Mitgliedschaft, 5 gifted memberships from my dog and me, Sandra. Ling, ja, der Kutter ist fertig und deshalb muss er jetzt aus der Halle raus. Also noch nicht ganz fertig, der kommt jetzt dann gleich links an das sogenannte, an die sogenannte Ausrüstungspier. Da kommt dann noch Schornstein drauf und so weiter. Und in so circa einem Monat, etwas über einem Monat, wird sie dann überführt. Jürgen, ich danke dir, 2 Euro mit Grüßen aus Rheinbach. André, ich bin in Papenburg, ich hoffe, es gefällt dir.
was? Kann ich mal Disney sagen, dass die leise sein soll? Nein, der soll lauter reden. Ich schätze, es ist auch als in London als ein Feuerwerk ist. Haben die das gerade so durchgegeben? Die ganze Zeit schon dabei. Oh, Richtig schön. Das Sonne und dem Licht, diese gespielt wird. Arek is watching from Las Vegas. His family will be sailing on the Destiny in February. Thank you for streaming. You're welcome. Brigitte, Dankeschön. Nochmal eine verschenkte Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Ja, als nächstes wird wieder ein Disney-Schiff gebaut. Da haben sie, glaube ich, gestern oder vorgestern mit angefangen. Ne? Noswan, herzlichen Dank für deinen Prime-Sub. Und auch an Beri, Dankeschön für deinen Sub. Auch schon 7 Monate dabei. In welcher Form die in Papenburg angekommen ist. Also diese Schiffe werden ja in so Sektionen gebaut. Ich glaube, dass die ganze Maschinensektion ist so ein Teil, was komplett herkommt. Ne, wie heißt das nochmal? Da gibt es auch einen Ausdruck für. Ferru? Ja, also auf jeden Fall wird sie nicht komplett in Einzelteilen hier gebaut. Also es gibt immer so verschiedene Sektionen, die nach und nach kommen. Ja, genau. Electrical Power Unit, ja, genau sowas. Ja. Dennis von der Elbcam ist da, auch schon seit 21 Monaten bei uns an Bord. Dennis, danke dir und liebe Grüße. Hallo. Seren haut noch mal einen 5er-Pack raus. Seren, danke, danke, danke. Ja, Shades of Shay is coming to Germany. Maybe we meet. Usually we are streaming from the port of Hamburg. Dann war hier die Frage, was da hinten für ein Balkon dran hängt. Also ich weiß nicht, welchen Balkon du meinst, aber hier unten ist auf jeden Fall einmal dieser Flansch, wo dann später der Schlepper für die Überführung befestigt wird. Das kommt dann am Ende, wenn das Schiff überführt ist, wieder ab. Verkabler, danke dir für 17 Monate. Ja, bald sind die 50.000 erreicht. Schauen wir mal, ob wir heute noch die ein oder andere Marke knacken. Xeonpix, 1 Jahr schon dabei. Danke, danke. Ja, bald müssen wir uns für Feuerwerk so ein bisschen bereit machen, oder? Ah, die meinten gerade 9:30 Uhr. Also das wurde hier so gemunkelt. Ah, okay. Von den Drohnenpiloten. Ah, habt ihr da was verstanden von den Feuerwerk? Irgendwie sagen sie 5 Minutes. Ah, okay, alles klar. Ich sehe da nichts. Ja, richtig. Das muss gleich beginnen, die ist ja schon viel draußen. Aber immer ein Drittel schafft. Drittel mit den ganzen. Ich guck mal gerade, weil hier Kati geht auf dem Rad. Kati hat sich
Ja, die sind draußen schon fast. Ja, ich gehe mal auf die Weitwinkelkamera. Ich weiß leider nicht genau, wann das Feuerwerk kommt. Aber lieber so etwas warten. So I'm going to the wide angle camera because we are awaiting some fireworks when the ship is 1/3 out of the dock. But I don't know exactly. Ach, mehr Diana, 2 Euro. Hallo, ich habe was für dich. Von Tanja. Für euch. Bitte schön. Diana. Könnt ihr verstehen, was die da funken? Irgendwie 2 Minuten oder so ein bisschen. 2 Minuten, 2 minutes? Ja, Okay. Soundcheck. Ah. So we can hear the radio from the drone pilots a little bit and Ja, da Oh. passiert gleich was. Soundcheck. Sirenen, Dankeschön. Ich bin jetzt ruhig. Ich bin mal ruhig. Wieso dreht die Musik auf? Ja. Welcome to the world of cruise ships. Destiny. Und jetzt nach vorn. Ja. Das wäre jetzt geil. Ja. Schade, komm. Sensationell. Aber besseres Feuerwerk als letztes Mal. Richtig mit Rauch da. Schön. Also die lassen sich immer was Neues einfallen. Das ist geil. Also jetzt bei Tempe abgeguckt. Ja. Hätte ich gut unterstützt. Ich habe auch ein Geschenk für dich, aber mein Mann, der steht 2 Kilometer weg, weil der hier keinen Parkplatz gekriegt hat. Oh. Ich bin aber noch einen Moment hier. Kommt der gleich noch rüber? Sucht der noch was? Ich hoffe, dass er irgendwas. Okay. Ansonsten schicke ich es euch mit der Post. Super lieb. Jürgen, Dankeschön, 2 Euro fürs Timing, ja. Man wird ja von Event zu Event besser, ne? Also ich habe schon einige Feuerwerke verpasst oder überbelichtet. Also ein paar habe ich schon verkackt. Oh, sorry. Das darf man wohl Wir sagen. sind ja ein familienfreundlicher Stream. Elke, danke, 2,49 für einen spannenden internationalen Morgenstream. Ich danke dir vielmals. Leon haut auch noch mal einen Zehner raus. Dankeschön, Leon, danke. Und Annette auch noch mal 2 Euro. Danke, Annette, danke. Das ist immer so eine Handtasche. Oh, Alter, das riecht aber stark. Wollte Nebel haben. Geil. Hatte jemand nach einem Nebelstream gefragt? Das ist dann
Alter. Wow. Alter. Ich rieche das ja ganz gerne. Ich mag es auch riechen. Ist fast so gut wie so ein schöner Maschinenduft, oder? Ah, Maschinenduft ist noch ein bisschen besser. Nur Diesel ist Ich schön. warte mal, bis hier noch ein bisschen Nebel abzieht. Chrisli, danke, danke. Auch nochmal 20 Euro. Danke, meine Liebe. Jetzt warten wir natürlich noch auf ein Horn und auf ein bisschen Melodie. Kann natürlich sein, dass sie noch ein Stück rausfahren, je nachdem an welcher Position das Horn ist. Weißt du das, ob das eher vorne ist bei der Disney oder ist das mittig? Das ist da vorne am Mast oben. Eine komplette Anlage mit Flaschen und allem. Also dann warten die aber wahrscheinlich, bis sie Komplett bis draußen das raus ist. Also, Ne? davon gehe ich aus. Ja. Ja, könnte die Drohne mal rüberfliegen und den Nebel wegpusten. Ja, Manuel, die Musik hat es natürlich ein bisschen angekündigt, das stimmt. Hat es etwas einfacher gemacht mit dem Timing. Renex, nee, also das Melodiehorn, das bleibt für immer. Das spielen die immer mal wieder ab. Also letztens habe ich zum Beispiel in Southampton einen Livestream gesehen bei Soul and Chips. Da lief die Fantasy aus und die hat auch ein paar Melodien rausgehauen. Oh, wenn sie so näher kommt, dann fängt man auch an, die Größe zu begreifen. Schon imposant. Ja, also wenn sie noch so drin steht im Dock, dann denkt man, ja, na, alles vom Licht her noch so ein bisschen schummerig. Aber jetzt begreift man so langsam die Größe. Feuerwehr schaut nach Glutnestern. Moin! Kallis Hotel World. Ich danke dir, 2,49 für die tolle Arbeit. Ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ihr seid echt so krass. Was haben wir uns da für eine Community rangeholt? Einfach geil.
Ja, alle, die später dazugekommen sind, 341 Meter Länge, 40 Meter Breite, rund 4000 Passagiere, 1600 Crewmitglieder. Also das sind schon Zahlen, natürlich nicht ganz so groß wie die Icon-Klasse, aber ich finde, Disney gehört mit zu den schönsten Kreuzfahrtschiffen, oder Torben? Definitiv. Ja, ne? Also rein optisch von Also, außen. Da kommt eine Perla oder Prima nicht gegen an. Nee. Also ich finde, AIDA hat das zwar marketingmäßig mit dem Kussmund schön gemacht, Ja. aber wenn man mal das Gesamtbild ansieht, finde ich, hat so ein Disney-Schiff was mit diesem... Es ist ja nicht schwarz unten, das ist ja ein ganz, ganz dunkles Blau. Das ist ein ganz eigener Farbton. Immer je nach Licht erkennt man das. Jetzt sieht es eher schwarz aus gerade. Falki meint 336. Ja, ich hab's gegoogelt, die Länge kann natürlich sein. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Längenangaben bei Schiffen. Es gibt ja Länge über alles. Ne? Also auch wenn man zum Beispiel bei Wikipedia guckt, man findet immer 2 oder 3 verschiedene Längenangaben. Da gibt es einmal so die Länge wirklich über alles und dann gibt es nochmal eine etwas kürzere. Aber das müsste ich ehrlich gesagt auch einmal nachgoogeln. Peter, Dankeschön. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Ballonpilot Arthur. Auch endlich wach. Moin, mein Lieber. Wenn das ganz raus ist, bevor es abdreht, müsste das nächste Feuerwerk vom Schiff kommen. Ah, okay. Haben die das gesagt? Ja, aber so 2/3 circa haben wir geschafft, oder? Joanna, danke dir vielmals. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Das soll eine ziemlich große Leiter gewesen sein. Zeig mir das mal so. Oh wow, Helga. Nee, ich war die kleine. Mensch, eine rote oder pinke Spende. 50 € für die sensationellen Bilder und etwas Benzinzulage. Ich danke dir vielmals. Schön jetzt mit dem Licht von der Seite. Oh, Sarah is watching from London, going on the Destiny in December. Welcome on board. Na, da war doch wieder eine Durchsage. Corinna, wir hatten gerade die Maße, also rund 340 Meter Länge und 40 Meter Breite. Ich glaube 144.000 Bruttoraumzahl. Wärst du nah die Drohne? Ja, dürfen die ja auch. Nein, ich habe gesagt, die müssen rüberziehen, weil die sonst die Wand touchen. Wir sind nicht ganz draußen. Komm noch näher.
Die anderen auch schon langsam geworden. Ich bin gespannt, wie viel wir davon sehen, was die da machen mit der Drohne. Ja, aber andere haben ihre eigenen Möglichkeiten, wie ich davon sehe. Das wird noch schlimmer, wenn der Fisch ganz draußen ist. Okay. 3 habe ich schon. Ich habe bei der Fische waren 5 Drohnen. Okay. Ja, darf man ja auch, aber die meinen nicht ja gleich, das darf der eine der andere. The Vanilla Guy. Ich danke dir für 2 Euro. Danke, danke. Janni, für die Destiny geht es natürlich erstmal über die Ems und ich glaube, die erste Jungfernfahrt ist dann ab Fort Lauderdale, Florida. 20. November. 20. genau. Seren, mein Lieber, ganz toll, dass du dabei warst und echt nochmal vielen, vielen Dank für die fette Unterstützung, die du immer raushaust. Echt, hau dich hin. Krass, wenn das Schiff jetzt so näher kommt. Also diese Dimensionen, Leute, das muss man einfach mit eigenen Augen sehen. Oder natürlich im Livestream. Also das ist echt krass. Wahnsinnig schönes Schiff. Und ja, wenn sie an die Ausrüstungspier gelegt wird, dann werden wir sie auch hoffentlich noch ein bisschen von der Seite sehen und vielleicht auch vorne den Bug ein bisschen. Ich finde ja gerade der Bug ist sehr schön. Ne? Die Disney-Schiffe haben immer so einen tollen gelben Anker. Ist einfach ist viel zu schade zum Ankern. Da wird wahrscheinlich auch der Anker regelmäßig gepinselt. Ich glaube, die ankern gar nicht so oft. Vielleicht haben die ja Show-Anker und welche, die sie dann in Wirklichkeit benutzen, die du gar nicht siehst, hinter Klappen. Tatsächlich, einige Kreuzfahrtschiffe haben ja Spare-Anker, gerade Hanseatic Nature und sowas, die dann ins Eisgebiet fahren. Nein, aus Fort Lauderdale werde ich wohl nicht streamen. Also wenn sich da nicht irgendein Großsponsor auftut oder Disney der Meinung ist, wir müssen das streamen. Aber das glaube ich nicht. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Travels with Danny and Paul. Can't wait to sail on this in April. Thanks for doing this live. You're welcome. Crazy International today. 5,600 viewers on Twitch and YouTube. Thank you guys. Thanks for this great support on our channel. Kann das schwer abschätzen von hier, wie weit sie raus ist, ne?
Brücke, den Dock muss ja auch noch. Aber da fehlt dann noch ein paar. Da fehlt noch was. Kommt noch näher. Das war fast cool. Ist der Piff? Bist du irgendwo Mini? Meinst du, ob das Schiff schon selber mitfährt? Ja, also die Antriebe laufen mit. Das sieht man gleich wirklich, wenn die drehen. Wir kommen aus Leipzig. Okay. Leipzig. Nee, der wird bei 200 Kilometern gar nicht so weit. Joanna schickt auch nochmal 5 Euro. Danke dir. Liked alle den Livestream und fleißig Hamburg Hafen Live abonnieren. Wir wollen die 50.000 überbieten. Dankeschön. Danke, danke. Ist echt ganz lieb von euch. Bei uns in der Gegend denkt man ja, das ergibt es. Ja. Liebe wird ja so von Alter an. Wir sind schon immer dabei. Wir aufgewachsen Nee, ich wohne hier in West-Venedig. Ich fahre hier 30 Minuten. Das ist der nächste. Hört man doch an der Sprache, dass er von hier ist. Ja, ich auch. Heute Abend. Wir kommen auch heute Abend. Aber so eine Beleuchtung wird hier noch nicht sein. Ja, die wird ja mit mir sein. Was ja ganz cool ist, ist die Tür. Ja, auf der anderen Seite wird interessanter. Ja, das ist schlimmer. Der Schiffsport, der ist man da. Taktischer Zwischenkotzer. Was für Namen auf Twitch, was für Namen. Ich danke dir für die Verlängerung von deinem Prime Sub, jetzt schon 2 Monate. Danke, danke. It's Sia Jaming Horn when, yeah, I don't know. We are waiting for the Typhoon. M.K. Wow, 20 Schweizer Franken, ein dickes Dankeschön. Dickes Dankeschön. Und Helga haut auch noch mal 10 Mitgliedschaften raus. Leute, was ist denn los hier heute? Totale Eskalation. Kurz fragt, wozu die Kameras am Heck sind. Ja, also die Schiffe haben üblicherweise fast rundherum Kameras. Das ist ganz einfach, damit man auch nach hinten gucken kann von der Brücke. Ne? Als eigentlich auf allen modernen großen Schiffen. Ja, auch die ganze Hamburg-Express-Klasse ist, was da mittlerweile an Kameras drauf ist. Ne? Und die haben mittlerweile richtig gute Monitore eingebaut. Das stimmt. Also ich weiß noch hier Chicago Express, die Monitore, das erinnerte so ein bisschen an so einen Röhrenfernseher.
Torben, da ist auch Wasser drin, ne? Oder eine Banane, falls du was willst. Ja, Ja, bedien dich. ich will jetzt hier nicht den ganzen Stream vollschmatzen. Du, egal. Aber danke. Kann ich auch ganz kurz noch machen. Wer ist das hier wieder schon antworten? Werner auch seit 5 Monaten dabei. Danke, Werner. Und TomTom 14,99. TomTom, Dankeschön, Digga. Ich glaube, solange Käthe da fest ist am Backboard, dreht noch gar keiner. Nee. Also da, wo Spider-Man. Der nächste Regen. Ja, da sah es aus, als hätte er die Koran abgeschüttet. Das sind die Bilder, die kurios hier gesehen haben. Aus Paderborn kommen Grüße von Janine. Ich danke dir für 2 Euro. Danke. Dr. Oskar Behrens, auch schon seit 19 Monaten dabei. Mit einem Moin zusammen. Beeindruckende Bilder mal wieder. Danke, Paddy und Team. Weiß jemand vielleicht, welches Schiff als nächstes dort gebaut wird? Ja, auch ein Disney-Schiff, aber ich glaube, der Name ist noch nicht öffentlich bekannt. Da macht Disney auch immer ein Tamtam draus. Da haben sie gestern oder vorgestern angefangen. Da gibt es ja traditionell immer diesen Brennstart, nennen die das. Ne? Da gibt es dann immer Bilder, wo ganz, ganz viele Funken durch die Gegend fliegen. Steel Cutting. Und das ist dann der Auftakt zum Bau des nächsten Schiffes. Jo, der John Deere-Fahrer. Dieses Schiff ist neu. Jennifer Whiting, 9 Monate mit einem Prime-Sub dabei. Jennifer, danke dir vielmals. Und Werner lässt auch noch mal 5 Euro da. Werner, ganz lieb von dir. Danke, danke. So, sieht so aus, als ob sie das Heck rumziehen. Leute, nochmal 10 Euro per PayPal von einem anonymen Spender. Mensch, dickes, dickes Dankeschön.
T-Bridge, das mit der Drohne hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also dürfen ja, aber hier sind so viele Menschen und ich stehe hier so ungünstig. Ich kann hier ganz schwierig starten. Das wird mir, glaube ich, heute ein bisschen zu heikel. So, jetzt kommt der Hintern rum. Sulo, viele Grüße aus Ungarn. Oliver und Anita. Danke für die 2 Euro. Dankeschön. Wow. Ist das cool. Ist das cool. Komm Leute, lasst mal heute die 48,5 fallen. Ich finde, das haben wir uns heute mal verdient. Blackbird, Mensch, danke für einen 5er-Pack auf Twitch. Und Mausgeschick schickt auch nochmal 2,22 € per PayPal. Danke dir. Ja, da sieht man auch sehr gut, wie die eigenen Antriebe mitarbeiten. Ne? Die machen einen schönen Whirlpool da unter Wasser. Guck mal, ob ich das ein bisschen heller bekomme. They give gas. Danny, willkommen bei uns auf der Speicherstadt. Danke. Ein Monat bist schon dabei.
Vielen Dank. Weißt du, wann die Disney in Wismar rausfährt? Also meine Info ist 30. August. Angie Webb, auch an dich ein Dankeschön für 8 Monate. Danke für deinen Sub. Elke Mark Hamburg hat ein Upgrade auf die Speicherstadt durchgeführt. Danke Elke, ganz, ganz lieb. Drums bei Benny 249 aus Holzminden. Dankeschön. Und Niklas nochmal mit 2 Euro. Vielen, 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 vielen Dank, ihr Lieben. Ihr seid echt krass. Ihr seid echt so krass. Ollis Welt ist auch da, 15 Monate dabei, sensationeller Stream, wieder mit einem tollen Pod, beste Unterhaltung am Vormittag. Grüße aus Stralsund, Dankeschön. Wow, also allein diese Geräusche, diese Maschinengeräusche hier. Manch einer wird wieder denken, Paddy, halt die Klappe, Das ist so ich geil. will die Musik hören. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Bildstörung. Ob die andere Kamera das besser kann. Ja, Aki, danke, danke. War auch nur die eine Kamera, die kurz mal abgesackt ist. Bernd, ich danke dir vielmals für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Rudi ist da. Rudi 16, Mann, 27 Monate. Danke, danke. Schon so lange dabei. Auch Rudi 16, auch einer der Gründungsmitglieder. Norbert Bayer ist jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Vielen, vielen Dank. Und Guido aus dem Westerwald, 20 Monate. Wenn es vor Ort nicht klappt, dann wenigstens hier. Danke. Yuki UK, danke für dein Prime Sub. Danke. Und LKM. Nachschlag für diesen tollen Stream auch nochmal 5,99. Ein fettes Dankeschön. Ja, jetzt kriegen wir natürlich so ein bisschen Gegenlicht. Also die Sonne knallt uns jetzt hier voll in die Linse, aber so ist das halt. Ne? Was wolle mache? Licht ist, wie es ist.
6.000 Zuschauer jetzt. Krass. Nochmal 10 Euro per PayPal. Danke, danke an den anonymen Spender oder Spenderin. Und Almut auch nochmal 2 Euro. Danke, Almut. Ach Leute, ihr seid echt sensationell. Wir warten auf das erste Horn. Es kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Lars ist jetzt neu an Bord auf dem Fischmarkt. Lars, Dankeschön. Ja, und da vorne in dem vorderen Schornstein, den wir jetzt hier groß im Bild haben, da ist, glaube ich, diese eine Mega-Suite drin. Im Schornstein. Also der vordere Schornstein ist... Oder ist es der hintere? Ne, der vordere ist, glaube ich. Der vordere ist kein echter Schornstein. Da kann man drin wohnen, wenn man so ein paar Euro übrig hat. Tina, Dankeschön für 10 Monate. Danke Paddy und Hamburg Hafen Live-Team für unvergessliche Momente. Martin, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Wir sehen uns. Schön, dass du da warst. Almut, auch jetzt schon ein Jahr auf dem Fischmarkt. Almut, Dankeschön. Milo oder Milo, auch an dich ein herzliches Willkommen auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Oh. Passiert was.
Wow! Wow! Bisschen nebelig. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ich kann gar nichts erkennen auf der Kamera. Ja, ich müsste es haben. Aber man konnte den... Hast du es? Jetzt hab ich's. Ja, ich muss es trotzdem nicht sagen. Das sind die alten, das sind die. Wie gesagt, du kannst es nicht hochschmeißen. Nee, ich muss bei mir die Kamera stehen. Mike, vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft. Ja, das ist doch wohl toll, oder? Was für ein Gänsehautmoment. Ich habe auch eine Sendung gerade hier, glaube ich. Mike, danke. Und Namami, 5 Monate dabei auf Twitch. Danke für deinen Sub. Annette Wasner haut nochmal 2 Euro raus. Vielen Dank, Annette. Und der Markus ist jetzt neu auf dem Fischmarkt dabei. Markus, danke, danke, danke. Oh, sag mal, kam da eben noch was per PayPal? Ich habe es leider gerade nicht gesehen. Also wenn ja, auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön. Shit, übersehen. Ja, das Horn polarisiert. Ja, die haben ja auch noch ein normales Horn. Die müssen sich erstmal ein bisschen einhornen. Ghostmaster, danke für dein Prime Sub. Danke. Ja, Feuerwerk bei Tag, das gibt's nur in Papenburg. Feuerwerk bei Sonnenschein. Wenn der Wind nicht kommt, dann so 20, 21 Uhr wahrscheinlich. Timo, danke für 2,49. Ja, ach Mensch, das Horn ist doch... Ist mal was anderes. Einfach mal was anderes. Ja, ich habe auch mal wegen Kritik.
Was alles Leute sein wird, ja, das weiß man jetzt eben. Irgendwas macht so mal all die ganzen Strom. Ja, das kommt auch wieder Power. Das hatte ich dann auch gezeigt. Dann war ich wieder schon hier ist an. Ja, ja. Zack. Also, ein paar Tage war nicht gut rein. Mal gucken, ob ich davon schon was sehe, weil wir wollen den Tanz eigentlich auslassen morgen. Weil morgen ist ja die Sache noch dran. Das haben wir vorhin interne Informationen von der Berge. Also ziehen wir raus und gegen den Mittag kommt die Kontura. Gegen den hat es die Sandra, Dankeschön. Ja, beim Schlepperballett Hafengeburtstag, da gab es auch ein Feuerwerk. Aber die haben das auch eher mit so Nebeldingern, ich weiß nicht, wie man die nennt, gemacht. Also waren mehr Nebelfarbeffekte. Das sah tagsüber echt gut aus. Danke dir für die 10 Franken. Au. René, 17 Monate dabei. Mein Urlaub fängt sensationell an. Danke an alle. René, danke, dass du schon so lange dabei bist. Rauchtöpfe oder Rauchgranaten, ja genau, genau. Ja, die 2 Schlepper da zusammen, ich schätze mal auf dem kleinen Schlepper ist das Essen, das Catering. Das Schiff ist ja nochmal das Doppelte. Die Länge ist wohl auch gleich. Nur ein paar Meter länger. Sandra fragt, ob noch Parkplätze frei sind. Na, ich glaube, das ist überschaubar. Die Diana ist hier und die meinte eben schon, ihr Mann ist 2 Kilometer weit weg. Der musste irgendwo in der Pampa parken. Ja, dann besser doch auf der rechten Seite. Dann kann man direkt vor dem Buch stehen. Ja, ja. Ich mache also ich hole mir sie kurz vor der Übergabe, hole ich mir Disney Destiny nochmal mit ohne und dann werden wir den Kampf wieder. AS Podkicker 49, willkommen an Bord. Dankeschön, Dankeschön. Leute, nun fetzt euch doch nicht wegen des Horns, Mann. Freut euch doch einfach, dass wir es mitbekommen können. Jetzt gibt es hier schon Beef, weil einigen das Horn nicht gefällt. Entspannt euch. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn das Horn euch nicht gefällt und das das einzige Problem in eurem Leben ist, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Euch geht es wunderbar. Es ist alles in Ordnung. Good Vibes only. Jürgen schickt auch nochmal 5 € für das schöne Schiff, schräges Horn, aber sensationeller Stream. Nicole schickt auch nochmal 5 €, wäre gern dabei gewesen. Ja, Nicole, ich hoffe, das entschädigt dich ein klein bisschen. Und Christoph, willkommen an Bord. Ein neues Mitglied. Dankeschön, danke. Muss man so den ISO-Wert bei der Drohne aufhören, damit man überhaupt nicht ja, gut, ich mache das ja schon lange und jetzt ein bisschen kommt man dahinter. Ja.
Ich will ja eh ein bisschen bearbeiten. Einfach Oh, Andrea, danke, danke. 20 €. Danke für diesen und all die anderen Superstreams und dafür, dass du bei die Schuld bist. Ich nicht Kreuzfahrt-Fan, mache im April den Lebenstraum meines Papas wahr und fahre mit AIDA prima nach Norwegen. Oh, das freut mich aber, wenn ich euch da ein bisschen inspirieren kann. Auch der Christoph, der ja am Donnerstag rausgegangen ist und seine erste Frachtschiffreise macht, der hatte die Streams von der Scala gesehen. Das freut mich natürlich. Ja, das freut mich, wenn ich euch so ein bisschen inspirieren kann. Ronos, danke für 5 €. Wer früh aufsteht und abliefert, gehört belohnt. Lars und Jörg, danke ihr Lieben. Ganz, ganz lieb. Das kann ich nicht sagen. Willst du heute Abend nochmal herkommen? Nein, Nein. heute Abend komme ich nicht nochmal. Kommt ihr jetzt schon wieder zurück? Ja, also ein bisschen bleiben wir noch. Ne? Ich will dir doch wieder ganz noch. Ja, aber heute Abend sind wir leider nicht mehr da. Okay, dann komme ich gleich nochmal. Ja, Aber es dauert nicht. Ich stehe da ganz. hat er jetzt alles verpasst? Nee, du hast schon vorhin geguckt. Ah, okay, alles klar. Geschrieben, jetzt ist es Ja. Ina schickt nochmal 2 Franken und sagt, welch wahre Worte. Ja, ey, es ist einfach, das Leben ist einfach zu kurz, um sich über Belanglosigkeiten zu ärgern und aufzuregen. ist ja geplant. Jürgen schickt auch nochmal 2 € für Mickey Mäuse. Danke, danke. Und Micha, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Leute, ich komme ja hier gar nicht mehr raus aus dem Danke sagen. Aber sag mal, irgendwie eine Mini-Figur oder Disney-Figur, die am Ufer da irgendwo tanzt, haben wir diesmal nicht gesehen, ne? Ich habe keinen gesehen. Sonst waren ja immer gerne mal irgendwelche Disney-Figuren hier. Vielleicht ganz vorne an der Halle, als es losging. Sobald die Brücke dann ja aktiv ist, wird er schon sobald die dann ja auch, also der Zug rüberfährt, dann fährt sie plötzlich ganz. Ja, jetzt, das kennt ihr ja so ein bisschen, geht natürlich hier die Sisyphus-Arbeit los. Das Schiff jetzt an die Pier legen, das dauert natürlich ein bisschen, wird also erstmal an die Pier gedrückt. Dann kommen die Leinen so langsam. Aber ich hoffe ja, dass es nochmal irgendwas gibt, nochmal ein Horn oder so. Alice, danke dir für 19 Monate. Und Cruise Mole ist da, 5,99, toller Stream. Danke für die Kooperation mit Fabian. Gestern erste Beratung gehabt, war top. Ließ uns Grüße ausrichten, kannte uns seit 2015. Ach, das ist ja schön, ja. Das freut mich natürlich. Wenn ihr da auch den Fabian um Rat fragt, wenn es um eine Kreuzfahrt geht. Ist ein guter. Also bei meinen ist ja 10-0, das ist auf eine Klasse. Ein bisschen mehr. Ja. Aber das war auch bei der Elbe-Führung, da wurde ich nochmal rausgezogen. Und dann haben sie aber nicht gewusst von der 1:1-Regel. Die 1:1-Regel ist 10 Meter Abstand vom Schiff und 10 Meter Höhe. Das macht dem Objekt. Dann können die nichts. Die 1:1-Regel gilt überall. Sandra, ja, das Horn war schon. Also die Melodie, ne? Die Melodie, die war schon. Auch 1:1-Regel. Also ab dem Fall gehört der Stadt. Big J Norderstedt, Nebel hatten wir doch vom Feuerwerk. Den hatten wir. Deshalb wird gesagt, übrigens einfach das aufmachen. Weil er nicht genügt. Deshalb ist die Polizei jetzt auch gegen vorgehört. Ich mag das ja absolut, das sehen. Das ist so nervig. Dirk fragt, ob es größer ist als die AIDA-Schiffe. Also kommt drauf an. Ne? Also ich denke, AIDA Nova, AIDA Cosma, das ist so eine Größenordnung. Da kommt es jetzt auch auf 10 Meter mehr oder weniger nicht an.
Wobei, gästemäßig schon, ne? Gästemäßig haben wir doch knapp 6.000 auf Nova Cosma, ne? Ja, 6.100 oder so. Ja, und längenmäßig sind wir aber in einer Kategorie. Ich glaube, da haben wir 335, 337, irgendwie sowas. Bei den großen AIDAs hier haben wir 341. Aber Disney Destiny hat in Anführungszeichen nur für 4.000 Gäste Platz. Oh, Frank hat mal geguckt, was die Suite im Schornstein kostet. 5 Tage, 36.000 €. Ach, das ist ein Schnapper. Aber für 2 Personen. Ach so. Ach so, ja, dann geht das natürlich, ne? Und vielleicht noch ein Beistellbett für den Opa. Aber für den Preis fahre ich dann lieber durch den Amazonas mit der Hanseatic Nature oder sowas. Ja. Also da würde ich, glaube ich, auch dann irgendwie sowas oder Arktis, Antarktis, ne? Also da würde ich auch eher so in den Expeditionsbereich gehen bei dem Geld. Aber gut, es gibt ja Leute, für die spielt Geld keine Rolle und es ist sehr lohnenswert für die Reedereien, dieses Publikum anzusprechen. Pibot, ich danke dir, 2,49 für den tollen Stream. Danke, danke. Also Disney läuft auch Hamburg an, aber ganz, ganz selten. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 1 oder 2 Disney-Anläufe. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr überhaupt einen haben. Also das ist schon überschaubar. Lothar, Dankeschön. 5 € nochmal. Sensationell, liebe Grüße an Paddy und seine Mutter. Nee, meine Mutter, also Lothars Mutter. Ja, liebe Grüße. Steht hinter ihm. Lothars Mutter steht hinter mir. Okay. Okay. Ach. Noch mehr Hamburg Hafen Live-Fans. Mensch, ja, danke, klar. Ihr Lieben. Ui, und AIDA-Fans. Das triggert Torben gleich wieder. Du musst toleranter werden, was Reedereien angeht. Ich bin sehr tolerant, deswegen bin ich ja gerade beim Disney-Schiff. Ja, Torben ist bekennender Mein Schiff-Fan. Und disst gerne jeden, der AIDA fährt. Was musste ich mir anhören? Bis am 24. Ja, tschüss. Tschüss. Euro, ja, Bordsprache wird Englisch sein bei Disney, da kannst du von ausgehen. Also ich glaube, Deutsch-Bordsprache haben wir eh nur Mein Schiff und AIDA. Und Phoenix-Reisen? Ah ja, Phoenix. Phoenix wird immer wieder gerne vergessen von mir. Ich glaube, Phoenix ist auch gar nicht so schlecht. Also die Schiffe nicht so riesig, oder? Ja. Oder ist das eher für das ältere Publikum? Ich würde schon sagen, das ist eher fürs ältere Publikum, aber das ist ja Mein Schiff theoretisch auch. Aber ich hatte auch eine Freundin, die mit mir die Ausbildung gemacht hatte und vor der Ausbildung war sie auf der Atania für eine Schnupperreise und das hat ihr auch wohl sehr gut gefallen. Also ist für jedermann. Bernd, Dankeschön, auch nochmal 5 €. Mit Danke für die tollen Livestreams aus Papenburg. Das Schiff haben wir vor einigen Wochen im Baudock gesehen. Ja, die Meyer-Werft hat ja eine relativ beliebte Besuchertour, die man buchen kann. Und da wird man dann natürlich auch durch das Dock geführt und kann die Schiffe aus nächster Nähe sehen. Aber ich glaube, mit Fotografieren ist da zumindest bei Disney wenig, ne? Weil Disney mag das immer nicht so gerne. Die halten sich da gerne etwas bedeckt. Deshalb ist auch die Webcam immer abgeschaltet. Im Baudock gibt es ja eine Webcam. Aber bei Disney leider immer aus. Das war ja bei der Nova, bevor die den Kussmund angebracht haben, genauso. Da war ja auch striktes Verbot, fotografieren und Webcam war aus.
bis es dann Ah, okay. offiziell von der Reederei gemacht wurde. Ja, guck. In der Segelliste für dieses Jahr steht kein Disney-Anlauf in Hamburg. Dankeschön. Steffi, Grüße aus Niederbayern. Wir waren zur Ausschiffung der Avia bei euch. Danke von meinen Kindern Jamie und Sarah. Zur Ausschiffung der Avia oder der AIDA? Der Avia? Auf jeden Fall Dankeschön für 10 Euro. Danke, danke. Oh ja, Christoph fällt auf, dass man durch die ganze Halle gucken kann. Das können wir ja einmal machen. Können wir ja jetzt mal einen Blick in das leere Baudock werfen. Das ist natürlich jetzt lichtmäßig, sagen wir mal, eine kleine Herausforderung, aber da kann man mal durchgucken. Aber nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Okay. Ja, werde ich ich wollte gerade Doch, Garfield, 3 Schiffe sind noch in der Pipeline von Disney. Hier in Papenburg. Hanna, Dankeschön. 5 Euro. Gut gesagt. Danke, danke. Oh, jetzt knallt die Sonne aber. Finde ich super. Da ist mir nicht mehr so kalt. Also rein lichttechnisch hätten sie ruhig eine Stunde eher anfangen können. Das war der gerade. Ach, Verrückte Familie. ja, verrückt. Der Lothar. Ich muss schon Wetten machen für Disney-Gäste nächstes Mal. Das war von der gegenüberliegenden Seite mit der Flora. Die Hafenpolizei ist da irgendwie unterwegs. Das sieht doch jetzt cool aus, oder? Mit dem Spider-Man. Das sieht richtig cool aus. Hier wird schon verlangt, dass du bei mehreren Streams dabei bist, Torben. Das hat er. Wäre es nicht so weit weg? Ja, das habe ich jetzt davon. Nein, zu Hause ist ja auch nicht spannend. Danny, nee, heute ist nichts mehr in Papenburg. Also morgen machen die hier ein bisschen Maschinentests. Da wird das Schiff wieder einmal losgemacht. Und dann testen die Bugstrahlruder und die Antriebe. Apropos Bugstrahlruder, 4 Stück hat sie. Und der tolle goldene Anker. Ja.
Na, goldgelb, oder? Oder soll das Gold sein? So ein Mix. Ja, das ist natürlich auch gemein auch noch. Ich will ein bisschen gucken, was das Mario, Nassau ist der Heimathafen. Aber wie blöd ist das Wort? Fahren die auch später Bahamas-Flagge? Weißt du das? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, vermutlich, ja, ja. Also der Heimathafen muss ja nicht unbedingt auch in dem Land sein, wo die Flagge registriert ist, oder? Nicht unbedingt, nee, das machen die ja extra, weil es einfach günstiger ist. Gerade die großen Reedereien. Es soll ja Hapag-Lloyd-Schiffe geben, wo hinten Hamburg draufstehen, die unter der Liberia-Flagge fahren. Dann wurde es aber noch nicht umbenannt. Also wenn die umbeflaggt wurden, oder nehmen Sie das Hamburg dann runter hinten? Dann steht da meistens Monrovia drauf, ja. Weil zum Beispiel hier Leverkusen Express fährt ja zum Beispiel nicht mehr unter deutscher Flagge. Aber steht wahrscheinlich noch hinten dran, weil sie noch nicht in der Werft war. Das kann natürlich Die sein. kriegen nämlich jetzt ein richtig großes Refit mit kompletten... Auch ein Schild vorne, Ja. ein Windschild. War auch eine schöne Klasse, ne? Die 13.000er, 366 Meter. Aber die wurden damals nicht für Hapag-Lloyd gebaut. Das waren, glaube ich, das waren 10 Schiffe insgesamt. Das war ja damals 2013 die Hamburg-Express-Klasse. Und ich meine, die wurden aber übernommen. Das war ein Auftrag, den Hapag-Lloyd übernommen hat. Den haben die nicht ursprünglich in Auftrag gegeben. Das kann gut sein. Adventure dann halt mal sehen, wie sie aussehen wird. Soll ja auch diese Triebkontainer. Jens-Peter, die Ems-Überführung wird höchstwahrscheinlich Mitte bis Ende September sein. Es stand mal irgendwas mit dem 18.09. im Raum. Aber das muss man hier in Papenburg auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ist natürlich immer vom Wind, vom Wetter und so weiter abhängig. Aber ich denke mal irgendwann so um den 18. rum. Das klingt realistisch. Erst ab 15. September darf die Ems aufgestaut werden. Da gibt es ja auch Vorschriften für. Und ja, dann werden sie es danach irgendwann machen. Das kann ja was werden. Die Leute hauen auch ab. Dann hat man drauf an. Dann ist sie schon vorbei. Ach, ein schönes Schiff, oder? Wunderschön. Wirklich schön. Schade, dass man es jetzt vom Licht her nicht so richtig in Farbe, also die Farben nicht so gut rauskommen. Das ist so ein bisschen schade. Wenn heute Abend die Sonne untergeht, auch bestimmt richtig schön. Ja, weil die wandert ja einmal hier rum. Ja, aber ich glaube, es passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Die ersten ziehen auch ab hier. Die ersten packen ein. Ute fragt, ob 4 Bugstrahler die Regel sind. Nein. Bei den großen Nein. Schiffen ja, aber Also ja, so Icon-Klasse, die haben glaube ich auch 4, haben die nicht sogar schon 5? 5 sogar. Ich glaube Aida Nova, das ist 3, ne? Ich glaube so Prima auch 3. Aber halt kann ich mich jetzt auch vertun, also 100%ig weiß ich das nicht. Bitte nicht nageln. Machen die noch mal was, wenn das Schiff richtig fest ist? Kommt dann noch mal irgendwie? Eigentlich nicht. Eigentlich ist die Show jetzt vorbei. Eigentlich ja, ne? Aber war ja auch echt mega. Kommt denn nur Schornstein drauf? Ich glaube, dann kommt noch die Verkleidung für einen Schornstein drauf, die Rohre und dann vielleicht nachher noch mal kurz Test der Asipods und Bugstrahler und sowas im Becken. Ich glaube, Susanne möchte die Versorgungsluke sehen. Also so ganz genau, ich würde mal sagen, dass die hier irgendwo ist. Ne? Da ist irgendwas. Da ist eine Lotsenpforte, da ist noch eine Luke da drüber. Also das könnte was sein, wo geladen wird. Jan meint, Nova hat auch 4.
Nee, das zum Beispiel. Genau, aber Information. Da kommt der Mann gut dran. Das stimmt. Und wenn so ein Meier werden wir, dann wird auch mal eine Inflation so machen. Danke, Yasi. Fishing for Compliments, ja. Dankeschön. Guck mal, Sigrid ist ganz auf Torbens Seite und meint, ein schönes Schiff und kein weißer Schuhkarton. Finde ich auch. Ja. Steinkreuz, willkommen an Bord. Danke für deine Fischmarktmitgliedschaft. Fischglied. Danke. Barry, die Disney Destiny geht zur Jungfernfahrt ab Nassau, Bahamas. Ja, hier nochmal der vordere Schornstein. Das ist kein wirklicher Schornstein, da ist eine Suite drin. Irgendjemand hatte eben geschrieben, was war es, 5 Tage 36.000 Euro? Ja, 36.000. Aber für 2 Personen, ne? Also für 2 Personen. Also. Tschüss! Ja, ich glaube, so langsam ist hier Feierabend. Ja, ich will gleich noch kurz hoch. Na, hier tut sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, ihr seht, wir stehen jetzt hier auch richtig schön in der Sonne. Oha. Aber ich glaube, so langsam ist, ja, es tut sich nichts mehr. Ich erwarte jetzt eigentlich auch nicht, dass nochmal Horn oder Feuerwerk kommt. Die Show, die war. Davon gehe ich auch aus. Bei meinem Glück ist das immer so eingepackt und plötzlich und Horn und Melodie und mit allem drum und dran. Hier ist eine interessante Frage, wie viele Leute in so ein Rettungsboot passen. Hunderte. Also vorgeschrieben laut Solas sind ja 150, die reinpassen müssen. Und auf jeden Fall haben die genug Rettungsboote für alle. Oder müssen ein paar in eine Insel? Die meisten, die in die Insel gehen, sind meistens Crewmitglieder, also Passagiere, okay. Rettungsboote und Crewmitglieder Ja. dann in die Inseln. Aber das ist, also da drin ist dann natürlich nichts mehr mit Suite. Ne? Also wer 36.000 Euro bezahlt hat, der sitzt im Rettungsboot genauso, genauso wie alle anderen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war ein super schöner Stream, tolle Momente. Am Anfang haben wir sie super gesehen. Wir hatten am Anfang auch richtig, richtig tolles Licht. Ich glaube, wir haben tolle Details gesehen, schönes Manöver, super Momente mit 2 kleinen Feuerwerken. Wirklich ein schönes Schiff, Papenburg, immer eine Reise wert. Also ich finde, das hat sich voll gelohnt, diese 4 Stunden Autopsychose durch Bremen auf mich zu nehmen. Hoffen wir mal, dass die Rückfahrt ein bisschen entspannter geht. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. So zahlreich wieder. Also heute, ich glaube, wir hatten in der Spitze mal 6.000 Zuschauer. Das ist schon echt abgefahren. Thank you also for all our international visitors today. I think that was a stream with the most international viewers ever. Thank you very much. Vielen, vielen Dank, dass ihr im Chat wieder ordentlich reingehauen habt. Es hat wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. War sehr, sehr lustig, unterhaltsam und informativ. Danke an Torben, danke an unsere Moderatoren, die wieder ordentlich unterstützt haben.
Und natürlich auch echt ein ganz, ganz fettes Dankeschön an alle, die den Kanal unterstützt haben. Also wirklich, was ihr heute wieder rausgehauen habt, das geht echt auf keine Kuhhaut drauf. Egal ob auf Twitch oder auf YouTube. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für die Abos und die Likes. Ja? Und ihr wisst, so ein Kanal muss halt ständig wachsen. Wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, dann lasst ein Abo da. Das hilft dem Kanal zu wachsen, kostet nichts und ermöglicht es dann auch auf Dauer, weiterhin diese Streams hier zu machen. Habt alle ein wunderschönes Wochenende und vielleicht sehen wir uns ja morgen dann wieder. Macht's gut. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Oh, wir hatten noch Steinkreuz, 17 Monate. Und der Yannick haut noch mal 5 Euro raus. Sitzt auf dem Deich rechts von mir. Ich winke mal. So, jetzt kommt aber hier der Abspann.